Die Republis P-47 Thunderbolt war ein Kampfflugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das bei den Luftstreitkräften der US-Armee eingesetzt wurde. Mit einem Gewicht von 8 Tonnen bei voller Beladung war es eines der schwersten Kampfflugzeuge und Bodenangriffsflugzeuge seiner Zeit. Mit M8 Raketenhülsen und einer Nutzlast von 2500 Pfund Bomben war es bei Bodenangriffsmissionen äußerst effektiv. Mustang, Spitfire und Bf 109 sind die Namen der Jagdflugzeuge, die heute eigentlich jeder kennt. Diese Jäger stellen viele andere Jäger zumindest in ihrer Bekanntheit bis heute in den Schatten. Dabei gibt es neben diesen 3 Berühmtheiten noch andere Jäger jener Zeit, die im Gedächtnis vieler Zeitgenossen heute eher ein Schattendasein fristen. Ein Muster, das nie aus dem Schatten der Mustang heraustreten konnte, ist die Republis P-47 Thunderbolt. Und das, obwohl der Donnerschlag mit seinen Leistungen nicht nur als Begleitjäger, sondern besonders als Jagdbomber überzeugte. Er wurde neben dem Einsatz im Pazifik auch an allen Fronten des europäischen Kriegsschauplatzes eingesetzt und, wie die Mustang, in über 15.000 Exemplaren gebaut. Die Republis P-47 Thunderbolt wurde im Zweiten Weltkrieg als Jagdflugzeug entworfen und als Jäger sowie später auch als Jagdbomber eingesetzt. Ihr Jungfernflug fand am 6. Mai 1941 statt. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges wurden ca. 15.600 Thunderbolts produziert, die auf nahezu jedem Kriegsschauplatz eingesetzt wurden. Markant ist die eiförmige Bugpartie, aus der im oberen Drittel die Propellernarbe ragt. Die Bauform als Mitteldecker wurde gewählt, um im Rumpf unter den durchgängigen Flügelräumen die Ansaugluft- und Abgaszuführungen für den Turbolader sowie die zurück zum Triebwerk führenden Ladeluftzuführungen unterbringen zu können. Dank des Turboladers war die P-47 in Höhen über 8000 m sehr schnell, und trotz ihres hohen Gewichts war ihre Steigleistung der Focke-Wulf Freiwähler 190 in großer Höhe ebenbürtig. Der Entwurf sah einen freitragenden Mitteldecker in Ganzmetallbauweise mit Normalleitwerk und einziehbarem Haupt- und Heckfahrwerk vor. Der vorgesehene Motor R2800-35 verfügte über einen Turbolader, den man im hinteren Rumpfbereich vorsah. Der starke Kolbenmotor trieb einen Vierblattverstellpropeller von Curtiss-Wright mit einem Durchmesser von 3,66 m an. Die Bewaffnung, bestehend aus 8 12,7 mm Maschinengewehren Browning 0.5 mit je 425 Schuss Munition, wollte man komplett in den Tragflächen unterbringen, da im Rumpf kein Platz vorhanden war. Da die Tragflächen die gesamte Bewaffnung von jeweils 4 12,7 mm Browning Maschinengewehren aufnehmen mussten, baute man hinter dem Hauptfahrwerkanschlag einen Waffenkasten ein, so befanden sich die 4 wegen der Munitionszuführung versetzt eingebauten Maschinengewehre außerhalb des Propellerkreises und waren zu einer Einheit mit einer extremen Feuerdichte zusammengefasst. Mitte April 1941 war der Prototyp fertiggestellt und begann mit der Bodenerprobung. Als die Maschine aus der Montagehalle rollte, kamen erst ihre riesigen Abmessungen zur Geltung und sie erhielt von den Arbeitern spontan die wenig schmeichelhafte Bezeichnung Juke. Von Juggernaut zu Deutsch Ungetüm. Am 6. Mai 1941 startete Laurier Brabham in Wright Field zum Erstflug, genau 8 Monate nach der Auftragserteilung. Bereits nach wenigen Flugstunden zeigte sich das große Potenzial der Maschine, aber auch eine Unzahl von Problemen traten zutage. Der Motoreinbau und das Abgassystem. Der Lader, die Kraftstoffversorgung, der Ölkühler, überall gab es Defekte und Fehlfunktionen. Die mit Stoff bespannten Ruder waren überfordert, es kam zu Rissen und Ablösungen der Bespannung. Die Cockpithaube klemmte und ließ sich nicht verriegeln. Die USAG wollte das Muster für die Truppe als unbrauchbar klassifizieren und von dem Vertrag zurücktreten. Nach zähen Verhandlungen, aber auch unter dem Eindruck der erflogenen Leistungen des Prototypen und des systematischen Ausmerzens von Fehlern und Schwachstellen der Maschine wurde die Bestellung von 773 Exemplaren aufrechterhalten. Die 56 THFG wurde zusammen mit der 78 THFG zur 8 TH Air Force nach England verlegt, wo sie am 13. April 1943 ihren ersten Begleitjägereinsatz flog.
Trotz eines Treibstoffvorrates von 1155 Litern waren die Thunderbolts nicht in der Lage, die Bomber bis in die Zielgebiete zu begleiten. In den ersten Luftkämpfen mit den Focke-Wulf Freie Wähler 190A4 des Jagdgeschwaders 26 hatten die unerfahrenen US-Piloten oft das Nachsehen und nur durch die unerreichte Sturzfluggeschwindigkeit des schweren Jägers konnten sie sich absetzen. Allerdings zeigte sich auch bereits die enorme Beschussfestigkeit der P-47. Um eine Verwechslung mit den deutschen Focke-Wulf Freie Wähler 190 zu vermeiden, erhielten die auf der Oberseite olivgrün gespritzten Maschinen zusätzlich eine weiße Motorverkleidung und weiße Streifen um die Tragflächen. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten, um weitere Inhalte zu erhalten. Ja, ein Riesenschiff.